Hallo Leute, heute möchte ich ganz gerne mit euch über das hier sprechen. Das ist das Haarbüschel einer Olaplex-Anwenderin, die behauptet, dass Olaplex-Produkte bei ihr zu Haarausfall geführt haben. Und da sie nicht die einzige ist, vor allem im amerikanischen Raum, dachte ich, ich schaue mir das Ganze mal ein bisschen genauer an. Für alle, die mit dem Begriff Olaplex nichts anfangen können, hier kommt eine kurze Zusammenfassung. Olaplex ist eine international bekannte Haarpflegemarke, deren Haarpflegeprodukte einen patentierten Inhaltsstoff namens Bis-Aminopropyl-Diglykol-Dimaleat enthalten. Das Patent läuft übrigens 2034 aus, worauf sich sicherlich einige Unternehmen freuen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das Besondere an diesem Inhaltsstoff ist, und um es kurz zu machen, im Inneren unseres Haares befinden sich fadenförmige Proteinketten, die mittels Wasserstoff, Salz und Disulfidbrücken miteinander verbunden sind. Und dieser patentierte Inhaltsstoff setzt an den schwefelhaltigen Verbindungen, also an den Disulfidbrücken an. Jene Disulfidverbindungen können zum Beispiel durch das regelmäßige Waschen mit alkalischen Produkten wie Seife oder aber auch bestimmte Behandlungen wie Dauerwelle, Bleichen und Co. auseinandergebrochen werden, wodurch das Haar im trockenen Zustand spröder aussieht und sich auch weniger geschmeidig anfühlt. Der patentierte Inhaltsstoff, der in den Olaplex-Produkten verwendet wird, soll diese Brücken bereits bei der Anwendung reparieren, und zwar nicht nur im Haar, sondern auch auf der Haut. Ich weiß, das alles klingt an sich total spannend und super innovativ, aber wie kann es sein, dass Kosmetikprodukte zu Haarausfall führen? Bevor ich zu meiner persönlichen Vermutung bezüglich des Haarausfalls übergehe, möchte ich zunächst erwähnen, dass das Bis-Aminopropyl-Diglykol-Dimaleat ein sehr geringes Irritationspotenzial aufweist und dann nur, wenn es auf geschädigte Haut aufgetragen wird. Auch die Wahrscheinlichkeit für eine allergische Reaktion ist sehr gering. Ich persönlich vermute, dass der Haarausfall von einer allergischen Kontaktdermatitis auf der Kopfhaut herrühren könnte. Da gibt es einige Fälle, bei denen das Ganze beobachtet wurde, aber die Wahrscheinlichkeit hierfür ist extrem gering. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht daran, dass alles inszeniert ist. Also ich glaube nicht, dass die Leute ihre Probleme mit den Olaplex-Produkten öffentlich machen, nur weil sie Reichweite generieren wollen. Klar wird es hier und dort Menschen geben, bei denen das mit Sicherheit zutrifft, aber ich glaube einfach nicht daran, dass das auf alle zutrifft, denn nur weil etwas sehr unwahrscheinlich ist, heißt es nicht, dass es nicht dennoch auftreten kann und dass eben auch dementsprechend Betroffene existieren, die sich dahingehend zu Wort melden. Man darf halt auch nicht außer Acht lassen, dass sich eine Allergie auch im späteren Lebensverlauf entwickeln kann, vor allem wenn man dem Allergen regelmäßig ausgesetzt ist. Ich zum Beispiel bin Duftstoffallergikerin, das heißt, meine Haut reagiert bei Kontakt mit bestimmten Duftstoffen mit Juckreiz, Brennen und im schlimmsten Fall mit eitrigen Pusteln. Ich kann euch hier auch sehr, sehr gerne ein Bild einblenden von einem extremen Schub, also von einer wirklich krassen Reaktion, an der ich wochenlang zu knabbern hatte und die mir auch einige rote Male auf der Haut beschert hatte, die ewig und 3 Tage nicht verschwinden wollten. Das war sau unangenehm. Es hat extremst gejuckt, es hat wehgetan. Ich musste medikamentös behandelt werden, um das Ganze loszuwerden. Und dementsprechend muss ich auch sagen, dass ich einige der Produkte von Olaplex nicht verwenden könnte. Auch wenn es Rinse-Off-Produkte sind, also Produkte, die nicht lange auf der Haut verweilen. Nichtsdestotrotz sind da halt teilweise Duftstoffe drinne, mit denen ich persönlich Probleme habe als Duftstoffallergikerin. Und da ich das Risiko einer allergischen Reaktion nicht eingehen möchte, wären einige der Produkte von Olaplex für mich ungeeignet. Außerdem hätte ich weitere Bedenken, weil der patentierte Inhaltsstoff, der in den Olaplex-Produkten verwendet wird, sehr keratinaffin ist. Das heißt, er liebt nicht nur unser Haar, sondern auch unsere Haut, und dementsprechend hätte ich einfach
so ein bisschen Angst, dass die potenziell allergieauslösenden Duftstoffe, mit denen ich Probleme habe, länger auf der Haut verweilen, als sie sollten. Aber das größte Problem an dieser ganzen Sache ist Folgendes. Der Haarausfall nach einer allergischen Kontaktdermatitis tritt zeitverzögert auf, und zwar 2 bis 4 Monate nach der allergischen Reaktion. Hierbei wird der natürliche Wachstumszyklus des Haares gestört, wodurch das Haar von der Wachstums- in die Ruhephase übergeht und kein neues Haar mehr nachkommt. Allerdings pegelt sich das Ganze nach circa 6 Monaten wieder ein. Was man jedoch im Hinterkopf behalten muss: Kontaktallergien sind kein Olaplex-Problem, denn viele Kosmetikprodukte enthalten potenziell allergieauslösende Inhaltsstoffe, weshalb eben auch die Auflistung der Inhaltsstoffe für Allergiker und Allergikerinnen so immens wichtig ist. Allerdings ist es auch so, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie eine Allergie haben, weil sie eben noch nie einen Test haben durchführen lassen. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, mit der ich in der Drogerie gearbeitet habe, und in der Drogerie kommt man immer wieder mit Duftstoffen in Kontakt, sei es, weil die Kunden sich literweise mit Deo oder mit Parfüm einsprühen müssen oder weil man zum Beispiel bei einer Make-up-Beratung Swatches auf dem Handrücken macht. Und eine Kollegin von mir hatte immer wieder mit juckender, brennender Haut zu tun und stellenweise eben auch so kleinen Pusteln. Sie selbst hat das auf arbeitsbedingten Stress geschoben, und ich habe ihr dann empfohlen, zu ihrer Dermatologin zu gehen und einen Epikutantest, also einen Patch-Test durchführen zu lassen, und zack! Es kam raus, dass sie eine Duftstoffallergie hat. Und wenn wir schon mal beim Thema Epikutan-Tests sind, Olaplex hat einige ihrer Produkte solchen Tests unterzogen, um deren Hautverträglichkeit zu evaluieren. Es wurde sogar teilweise auf empfindlicher Haut getestet, aber nicht alle Produkte wurden auf empfindlicher Haut getestet. Und all diese Tests, also zumindest wenn ich mich richtig entsinne, sind gut ausgefallen. Also es gab keinerlei Reaktionen. Allerdings heißt das nicht, dass man eine 100% Hautverträglichkeitsgarantie geben kann, denn selbstverständlich kommt es auch darauf an, wie viel man von dem Produkt verwendet und auch wie lange. Selbst auf hypoallergener Kosmetik wird darauf hingewiesen, dass eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden kann. Okay, was heißt das jetzt für alle Olaplex-Anwender und Anwenderinnen und allgemein Menschen, die Kosmetikprodukte benutzen? Zum einen ist es natürlich sehr, sehr schwer festzustellen, ob ein Kosmetikprodukt indirekt zu Haarausfall geführt hat, weil der Haarausfall zeitverzögert eintritt und weil es eben auch sehr, sehr viele andere Gründe für Haarausfall geben kann, wie zum Beispiel der Hormonhaushalt oder aber auch gesundheitliche Probleme. Deshalb würde ich euch empfehlen, eure Haarpflegeprodukte niemals auf wunde, geschädigte oder strapazierte Kopfhaut aufzutragen und bestimmte Reaktionen der Haut nicht als Wirksamkeit des Produkts abzutun, wie zum Beispiel Jucken oder Brennen. Aber das heißt keineswegs, dass jetzt plötzlich alle auf die Produkte von Olaplex verzichten müssen, denn wenn ihr gut damit zurechtkommt, was wahrscheinlich auf die meisten Menschen zutrifft, dann könnt ihr die Sachen natürlich weiterhin nutzen. Zudem ist es hilfreich, der eigenen Negativitätsverzerrung bewusst zu werden, denn wir neigen dazu, negativen Berichterstattungen, Bewertungen oder aber auch Erfahrungen einen höheren Stellenwert beizumessen als den positiven, und dementsprechend ist es halt sinnvoll, sich dieser Mechanismen, die evolutionär bedingt sind, bewusst zu werden, um rationalere sowie weniger impulsive Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe sehr, dass das Video auf irgendeine Art und Weise hilfreich war. Ich zumindest fand das Thema so dermaßen spannend, dass ich dazu unbedingt recherchieren musste, und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, denn das hilft meinem Kanal extrem auf die Sprünge, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.